Servus Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und herzlich willkommen in der Welt der Mathematik. Ja Leute, heute zeige ich euch, wie ihr Brüche addiert und multipliziert. Ich werde in einem anderen Video dann machen, wie ihr Brüche dividiert und subtrahiert. Das hat einfach den Hintergrund, dass das Video halt sonst wahrscheinlich viel zu lang wird. Sonst wird es halt nicht diese vielleicht 4 bis 7 Minuten werden, sondern sonst wird es halt viel zu lange. Und ja, ich mache es halt in sozusagen zwei Videos. Aber es kommt natürlich davor, würde ich mal sagen, erst einmal das Special raus. Wir haben jetzt schon eigentlich mehr als 5, eigentlich wollte ich ein 5 Abonnenten-Special machen, jetzt haben wir schon fast 15. Ne? Aber werde ich halt einfach am Freitag, also morgen werde ich das Special wahrscheinlich drehen, hochladen, werde ich dann Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, keine Ahnung, je nachdem. Aber ja, ich wünsche euch natürlich wie immer dabei gutes Gelingen und ja, dann fangen wir jetzt an. Peace. Ja Leute, wir fangen an mit dem Addieren von Brüchen. Wobei, ich kann euch gleich mal sagen, das Multiplizieren von Brüchen ist eigentlich leichter als das Addieren. Aber wir fangen erstmal mit dem Addieren an, würde ich sagen. Und zwar haben wir als unser erstes Beispiel 3 Fünftel plus 2 Fünftel ist gleich. Also, nur mal ganz kurz zur Erläuterung. Das hier oben ist der Zähler und das hier unten ist der Nenner. Also wollte ich nur mal gesagt haben. So, wie rechnen wir jetzt etwas aus? Also, der Nenner bleibt gleich. Das heißt, es ist nicht 5 plus 5, sondern 5 bleibt. Wir addieren nur die Zähler hierbei. Das heißt, 3 plus 2 ist 5. Das heißt, es sind 5 Fünftel und 5 Fünftel wären auch eigentlich gleich ein Ganzes. So, unsere nächste Aufgabe, die wird dann schon in Richtung mittelschwer. Und zwar, was ist jetzt eigentlich, wenn wir nicht den gleichen Nenner haben? Das heißt, wir haben hier 3 Fünftel plus 6 Zehntel. So, was machen wir hier? Hier müssen wir es auf denselben Nenner bringen. Hierbei ist es jetzt relativ easy, weil 10 ist ein Mehrfaches von 5. Das heißt, 5 mal 2 ist 10. Das heißt, wir wissen hier, wenn wir hieraus jetzt Zehntel machen möchten, müssen wir die 3 auch mal 2 machen. Das heißt, wir machen hier 6 Zehntel plus 6 Zehntel. Und das wären 12 Zehntel. So, jetzt ist es aber so, wenn wir etwas Schwierigeres haben, zum Beispiel wenn etwas nicht das Vielfache davon ist. Zum Beispiel wie bei unserem nächsten Beispiel, wie bei 1 Fünftel plus 2 Drittel. So, was machen wir hier? Hier müssen wir ja auch irgendwie denselben Nenner rausbringen. Es ist eigentlich tatsächlich auch kein wirklich großes Problem. Und zwar müssen wir hierfür, um den Nenner erstmal zu berechnen, einfach die Nenner multiplizieren. Das heißt, wir müssen 5 mal 3 rechnen. 5 mal 3 ist 15. Und hier oben müssen wir nicht multiplizieren, sondern hier müssen wir zum Beispiel hier 3 mal 1 und 5 mal 2 machen. Das heißt, wir müssen den Nenner von dem anderen Bruch mit dem Zähler von dem anderen Bruch sozusagen multiplizieren. Ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Also 1 mal 3 ist 3. Und wir machen jetzt einfach das hier, damit wir das einfacher haben. Und 5 mal 2 ist 10. So, und jetzt müssen wir das hier oben halt, wie gesagt, ausrechnen. Es wären 13 Fünfzehntel würden hier rauskommen. So einfach geht's eigentlich. Ist eigentlich, wenn man es kapiert hat, ist es eigentlich gar nicht mal so schwer. Aber ich würde sagen, dann kommen wir jetzt tatsächlich wirklich zu einem einfacheren Teil. Und zwar das Multiplizieren. Ja Leute, unser erstes Beispiel dazu wäre wieder das 1 Fünftel mal 3 Fünftel. So, hier müssen wir es so machen, dass wir die Zähler multiplizieren und die Nenner multiplizieren. Das heißt, wir müssen 3 mal 1 machen, ist 3. Und wir müssen 5 mal 5 machen, ist 25. So, jetzt haben wir die erste Aufgabe schon gelöst. Jetzt kommt das nächste, und zwar, wir machen genauso Beispiele wie auch beim Addieren. Hier machen wir jetzt auch 5 Zehntel mal 5 Fünftel. So,
Hierbei ist es jetzt nicht irgendwie mit Umrechnen wie beim Addieren, sondern hier machen wir einfach auch dasselbe. Zähler multiplizieren und Nenner multiplizieren. Das heißt 5 mal 5 ist 25 und 10 mal 5 ist 50. So, ich habe jetzt hier auch einfach nochmal das eine Beispiel auch noch so gemacht, wenn man halt kein Vielfaches von etwas hat. Das heißt 6 Eintel mal 3 Viertel. Das ist auch nicht wirklich viel schwerer. Das heißt 6 mal 3 ist 18 und 1 mal 4 ist 4. Ja, Leute, das war es tatsächlich schon wieder mit dem Video. Ich glaube, das Video war tatsächlich relativ kurz. Ich glaube, da hätten wir auch noch die anderen auch noch mitnehmen können. Das heißt subtrahieren und dividieren. Aber egal, dann haben wir halt einfach ein Video mehr. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, wenn ihr das wollt. Ja, wie gesagt, es kommt dann, wie gesagt, glaube ich, erstmal das Special. Dann würde ich sagen, bis zum Special oder bis zum nächsten Video. Weil bis zum Special habe ich auch schon letztes Video gesagt. Peace!